Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Serie Human Predators, menschliche Raubtiere und ihre Jagdtechniken. Heute kommt das spannende Thema des Gaslightings. Lass uns keine Zeit verlieren und direkt loslegen. Gaslighting bezieht sich auf alle provozierenden Äußerungen, die dazu gedacht sind, die Gefühle einer Person zu entwerten und ihr das Gefühl zu geben, dass ihr Realitätsbezug bestenfalls fragwürdig ist. Gaslighting ist eine Form von psychologischer Manipulation und emotionalem Missbrauch. Das Ziel des Gaslighters ist, Kontrolle zu erlangen, Zufuhr zu beziehen und auf Gewinne und Vorteile zuzugreifen. Psychopathen setzen Gaslighting bewusst und kalkuliert ein. Hinter dem Gaslighting eines Narzissten steht eine andere Realität. Ein Narzisst lebt in einer Fantasie und er glaubt selbst daran. Seine Realität weicht von deiner ab und durch Gaslighting will er seine verzerrte Realität behaupten. Deinen Realitätssinn untergraben, die Situation und das Narrativ bestimmen. Das Gaslighting von Narzissten ist nur teils bewusst und teils unbewusst und basiert auf ihrer verzerrten Wahrnehmung. Das Gaslighting von Psychopathen jedoch ist ein gezielter Angriff auf deine Realität und deines Glaubens an dich selbst. Psychopathen haben keine Fantasieabwehr wie ein Narzisst und dadurch einen vollen Realitätsbezug. Die Idee hinter Gaslighting ist, dich kontrollierbar zu machen, unter den Einfluss des Narzissten oder Psychopathen zu bringen und dich immer mehr auf ihn zu verlassen und ihm mehr zu vertrauen als dir selbst. Du sollst dazu gebracht werden zu denken, dass du das Problem bist, dein Erinnerungsvermögen unzuverlässig ist und dass der Narzisst und der Psychopath die Lösung hat. Die gängigsten Taktiken sind, zu behaupten, dass etwas, das passiert ist, nicht passiert sei, eine Behauptung mit der Begründung abzutun, dass sie nur eingebildet sei, oder der Person zu sagen, dass sie den Verstand verliere oder verrückt ist. Folgende Äußerungen von Narzissten und Psychopathen zeigen dir das Muster des Gaslightings. Das hört sich in etwa so an. Das ist nie passiert, das bildest du dir nur ein. Das habe ich nie gesagt oder getan, was du da behauptest. Ich weiß nicht, was du gesehen haben willst, aber ich war das nicht. Wovon redest du? Das hast du dir nur ausgedacht. Du solltest dich mal untersuchen lassen. Du benimmst dich ja wie deine Mutter. Du bist verrückt und jeder weiß das. Ich hab dich kaum berührt. Ich sehe nicht, wo das Problem liegt. Wenn du so unglücklich bist, warum gehst du dann nicht einfach? Du bist ein Lügner. Was ist dein Problem? Es ist schwer, unter Gaslighting ruhig zu bleiben. Denn das Ziel ist es, dich zu provozieren und dazu zu bringen, deine Gedanken, deine Reaktionen und sogar deine gesamte Realität in Frage zu stellen. Der einzige Weg, einen Gaslighter schachmatt zu setzen und zu gewinnen, besteht darin, sich an die Fakten zu halten, auf den Boden der Tatsachen zu bleiben, deine Wahrheit einmal ruhig und rational zu äußern, ohne emotionale Reaktionen zu zeigen, um keine Zufuhr zu liefern und dem Narzissten oder Psychopathen nicht die Kontrolle über deine Gefühle zu überlassen. Wenn du dich zu einer Reaktion hinreißen lässt, anstatt zu antworten, dann kannst du sicher sein, dass der Manipulator deine Reaktion gegen dich verwenden wird, da sie in seinen Augen ja seinen Standpunkt beweist. Aber sobald wir gelernt haben, diesen schmutzigen Trick zu erkennen, wird es viel leichter, den eigenen Sinnen zu vertrauen und nicht in diese Falle zu tappen. Bleibe auf der Sachebene. Bleibe bei den Fakten und lasse dich nicht auf die emotionale Ebene ziehen. Der beste Schachzug, mit Gaslighting umzugehen. Sage mit klarer und fester Stimme, meine Wahrnehmung zu entkräften, ändert nichts an den Tatsachen. Wenn jemand zu dir sagt, das ist nie passiert, wovon redest du? Das hast du dir ausgedacht. Kannst du dieser Taktik entgegenwirken, indem du sagst, du hast genau das gesagt, was ich beschrieben habe, und da bin ich mir zu 100% sicher. Oder zu fragen, was genau hast du dann gesagt? Ich gebe dir noch einmal die Chance, es zu erklären. Wenn du das Gaslighting erkennst
und es dir an dieser Stelle reicht und du einen Schlusspunkt setzen möchtest, empfehle ich dir die Knockout-Methode. Ganz klar, du hast recht. Du hast diese Dinge nie getan und unsere Beziehung hat nie stattgefunden. Gaslighting-Attacken wie du bist verrückt, du solltest dich untersuchen lassen, du verhältst dich wie deine Mutter, lässt du ins Leere laufen, indem du sagst, deine Tricks funktionieren bei mir nicht mehr. Die Gaslighting-Red Flag, ich habe dich kaum angefasst, soll sogar einen körperlichen Übergriff verleugnen. Hier musst du besonders vorsichtig sein, so schnell wie möglich auf Abstand und No Contact gehen. Ich toleriere eine solche Grenzüberschreitung nicht einmal ansatzweise. Soll ich warten, bis es noch ernster wird? Bis ich mich aufregen darf? Ich fühle mich mit dir nicht mehr sicher. Und dann so schnell wie möglich auf Abstand gehen und No Contact. Auf Äußerungen wie, wo liegt das Problem? Kannst du wie folgt antworten. Kannst du dich für eine Sekunde in meine Lage hineinversetzen? Oder, nun, das Problem ist, dass du dich weigerst zu sehen, wo das Problem liegt. Oder, das Problem ist, dass du mich immer wieder unterbrichst, um zu fragen, wo das Problem ist, anstatt zu versuchen, mich zu verstehen. Auf den Gaslighting-Versuch, warum kannst du nicht einfach darüber hinwegkommen? Kannst du wie folgt antworten. Weil ich nicht darüber hinwegkommen will. Du hast getan, was du getan hast. Und jetzt steht diese Sache zwischen uns. Und dann aufstehen und gehen. Lasse einen Gaslighter in seinem eigenen Saft schmoren. Typisch für Narzissten ist auch die Denkweise, naja, wenn sie bei mir bleibt, selber schuld. Daraus entstehen dann Gaslighting-Vorwürfe wie, warum gehst du nicht, wenn du so unglücklich bist? Damit lehnt ein Narzisst jegliche Verantwortung für die Beziehung ab und schiebt sie dir zu. Ja, eigentlich ziehe ich das in Betracht. Und dann gehst du einfach. Auf Gaslighting-Angriffe wie du lügst, kannst du antworten. Du, ich bin nicht hier, um dich von meinem Charakter zu überzeugen. Ich weiß, dass ich die Wahrheit sage und das reicht mir. Offensiver wäre die Antwort, glaubst du, dass ein Angriff auf meinen Charakter die Wahrheit auslöscht? Passiv-aggressives Gaslighting. Passiv-aggressive Äußerungen kombinieren in der Regel mehrere Taktiken und wirken wie Splittergeschosse. Die passiv-aggressive Form des Gaslightings beinhaltet Guilt-Tripping, Blame-Shifting und bevormundende Kommentare. Gaslighting kombiniert mit Guilt-Tripping hört sich wie folgt an. Du überreagierst. Du übertreibst. Du bist eine Drama-Queen. Du hast Aggressionsprobleme. Du schießt mit Kanonen auf Spatzen. Du kannst keinen Spaß vertragen. Gaslighting kombiniert mit Patronizing. Bevormundung, herablassende Bemerkungen zählen dazu. Das hört sich so an. Ist es schon wieder diese Zeit im Monat? Hast du deine Medikamente heute schon genommen? Nimm es nicht persönlich, aber du bist viel zu sensibel. Du kannst unmöglich in der Welt da draußen bestehen. Was auch immer. Und dann folgt eine verquere Version deiner Geschichte. Bei dieser Art von Gaslighting macht der Manipulator subtile Anspielungen auf Fakten. Zum Beispiel, du hast nicht über meinen Witz gelacht, also hast du keinen Sinn für Humor. Und da die Anschuldigungen in der Regel eine wahre Aussage enthalten, neigt die Zielperson dazu, die damit verbundene negative Andeutung zu glauben. Diese Taktik hat das Potenzial, die Grundüberzeugungen einer Person zu verändern. Ich bin das und das. Ich bin so und so. Fall nicht darauf herein. Es gibt wenig, was du tun kannst, um das Verhalten des Manipulators dir gegenüber zu ändern. Aber du kannst ihn eindämmen und abwehren, indem du seine Absichten offenlegst und ihm seine eigene Medizin servierst. Zur nächsten Methode. Guilt-Tripping kombiniert mit Blame-Shifting.
Indem er oder sie Schuldgefühle und manchmal auch Scham hervorruft, bringt der Manipulator dich dazu, Dinge zu tun, mit denen du dich nicht wohlfühlst, oder Kompromisse einzugehen, die seinen oder ihren Interessen dienen. Wie funktionieren diese Taktiken? Diese besonderen Formen der Manipulation hängen davon ab, dass der Täter weiß, dass du wirklich in die Beziehung investiert bist und bereit bist, alles zu opfern, einschließlich deiner Würde, um des Friedens willen. Sie funktionieren, weil du willst, dass die Beziehung gelingt, und plötzlich fühlst du dich schrecklich, weil du die vermeintliche Ursache des Untergangs warst, und du hörst, wie du dich entschuldigst, ohne zu wissen, dass du ausgespielt wurdest. Wie man gekonnt mit Blame-Shifting und Guilt-Tripping umgeht. Das Hervorrufen von Schuldgefühlen ist eine der schädlichsten Formen des emotionalen Missbrauchs. Der erste Schritt zur Tür besteht darin, dieses Muster erkennen zu lernen. Der zweite, die Absichten des Manipulators zu entlarven. Sobald du gelernt hast, dich zu behaupten und der Manipulator erkennt, dass diese spezielle Methode nicht mehr effektiv ist, wird er höchstwahrscheinlich auf Einschüchterung umschalten, um dich unter seine Kontrolle zu bringen, damit du dich unterordnest. Wenn das bei dir nicht funktioniert, wird er als letzten Ausweg Schweigebehandlung oder Zurückhaltung von Privilegien einsetzen, um seine vermeintliche Macht wiederherzustellen. Wenn dir diese zirkulierenden Taktiken, dieser Kreislauf des emotionalen Missbrauchs bekannt vorkommt, solltest du unbedingt in Erwägung ziehen, die Beziehung zu beenden, bevor dich das Ganze mehr und mehr zerstört. Beispiele für Guilt-Tripping kombiniert mit Blame-Shifting im Gespräch und effektive Reaktionen, mit denen du dieser Manipulationstaktik entgegenwirken kannst. Zum Beispiel sagt der Narzisst, die Narzisstin: Du bist immer beschäftigt, ich habe Bedürfnisse. Ich hätte mich nicht so verhalten, wenn du nicht immer an mir etwas auszusetzen hättest. Eine totale Antwort darauf ist: Ich bin nicht verantwortlich für deine Taten. Du hörst nie zu. Du hast mich dazu gebracht, dich anzuschreien, weil du mir nicht zugehört hast. Brauchst du meine Aufmerksamkeit? Du hast schon vor langer Zeit aufgehört, auf meine Bedürfnisse und Wünsche zu achten, oder? Verhalte dich mir gegenüber anständig, wenn du meinen Respekt zurückgewinnen willst. Der nächste Blame-Shifting-Guilt-Trip ist so häufig, dass er unbedingt angesprochen werden muss. Du musstest das jetzt ansprechen. Du hast den Abend kaputt gemacht. Warum ruinierst du einen guten Tag? Ich würde unsere gemeinsame Zeit sehr gerne genießen, aber ich kann nicht, bis wir dieses Problem gelöst und wirklich hinter uns gebracht haben, oder? Mich direkt mit Schuldgefühlen zu bombardieren, wird unser Problem nicht lösen. Sei dir bewusst, dass du einen Narzissten nicht dazu bringen kannst, mit dir gemeinsam ein Thema ordentlich zu besprechen und wirklich zu lösen. Die genannten Antwortmöglichkeiten zeigen dem Narzissten, dass das Blame-Shifting und Guilt-Tripping bei dir nicht funktioniert. Es geht bei diesen Antworten nicht darum, mit einem Narzissten etwas zu lösen. Das ist illusorisch. Es ist sehr effektiv, nach deinem Statement aus dem Kontakt zu gehen. Dazu findest du das passende Video in der Playlist. Nicht diskutieren mit Narzissten. 3 Dinge, die du stattdessen tun solltest. Narzissten und Psychopathen nehmen während ihrer Manipulation bestimmte Rollen ein. Diese Muster kannst du leicht erkennen. Ich werde dir im Folgenden einige davon vorstellen. Zum Beispiel der Investor, der Golddigger, die Golddiggerin, der Typ, der chronisch pleite ist, und das ewige Opfer, der Investor. Alles, was ich getan habe, war für dich. Und was bekomme ich dafür zurück? Du bist ein Versager. Du bist kein Versager. Es ist einfach bequem für sie, dich glauben zu lassen, dass du einer bist. Denke daran, dass harte Liebe keine Liebe ist, sondern Kontrolle. Tough Love is Control. Du willst wie eine Königin behandelt werden. Bitte beachtet, dass das Schenken von Blumen und das Aufhalten von Türen nur Minimalaufwand ist. Das ist keine Königsbehandlung. Nächste Form: der Golddigger oder die Golddiggerin, zu Deutsch Goldgräber. Beispiele:
Bist du so pleite, dass du mich nicht in ein schickes Restaurant ausführen kannst? Da denkt man sich so, hey Mädchen, es gibt keinen Grund dafür, dein Date dafür zu blamen, dass du irgendein fancy Restaurant erwartest. Sag ihm, dass er besser seine Zeit und Mühe nicht mit dir verschwenden sollte. Nächste Form. Der Typ, der chronisch pleite ist. Mit diesem Typus bekommst du es zu tun, wenn dein Date oder dein neuer Freund, Freundin nur nach wenigen Monaten schon von finanziellen Notlagen klagt und von dir Geld borgen möchte oder erwartet, dass du aushilfst. Vorsicht! Solche Narzissten und Psychopathen haben sich die Betrugsmasche „Ich bin in einer Notlage, ich bin pleite“ zugelegt. Lass dich nicht überreden. Narzissten geben dieses Geld niemals zurück und werden darauf mit Wut, Rückzug und Beendung der Beziehung reagieren, wenn du sie an ihr Versprechen erinnerst, dir das Geld zurückzugeben. Die nächste Guilt-Tripping-Red Flag ist das ewige Opfer. Denkst nur, du tust etwas Gutes, aber du schadest mir die ganze Zeit. Du denkst nur an dich selbst. Du bist so egoistisch. Du bist so kontrollierend. Nimm dir solche Angriffe auf keinen Fall zu Herzen. Der Narzisst, die Narzisstin hätte nicht dein Vertrauen brechen dürfen, hätte dir nicht gute Gründe liefern müssen, dass du ihn oder sie in Frage stellst. Warum musst du immer so bedürftig sein? Hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Narzissten können bedürftig sein, du aber darfst es nicht. Du hast dich verändert, du hast mich getäuscht. In Wahrheit hast du dich nicht verändert, du bist aufgewacht. Das war Gaslighting und wie du es erkennen und gekonnt abwehren kannst. Wenn dir meine Tipps gefallen haben, dann teile doch mein Video mit anderen Betroffenen. Lass mir ein Like da und ich würde mich sehr freuen, wenn du zu meinen treuen Zuhörern gehören magst. Wenn du erfahren willst, wie du dich verhalten kannst, wenn jemand etwas auf dich projiziert, dann achte auf mein nächstes Video. Bis dahin, euer Katis Podcast.